Mein größter Traum war schon immer, mindestens ein Kind zu bekommen. Und dann meinte mein Arzt zu mir, Sie haben Morbus Hodgkin, das ist Lymphdrüsenkrebs und es muss auf jeden Fall eine Therapie gemacht werden. Im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, war für mich die Krankheit das Beste, was mir passieren konnte. Ich heiße Vanessa Brückner, ich bin 28 Jahre alt und wohne in Greifswald. Ich arbeite als Erzieherin und habe außerdem Nebengewerbe als Make-up-Artist und Hairstylistin. Mit der Schwangerschaft erfülle ich mir eigentlich einen Traum, den ich seit ich 13 oder 14 bin schon habe. Für mich ist meine Schwangerschaft ein Wunder, weil ich vor 5 Jahren eine Chemotherapie hatte. Aufgrund dessen wurden mir auch Eizellen entnommen und auch ein Teil meines Eierstocks. Deshalb bin ich auch immer davon ausgegangen, dass ich nicht auf normalem Weg schwanger werden kann. Damit hatte ich mich zwar schon abgefunden mittlerweile, aber jetzt merke ich doch wieder, was es für mich für eine große Bedeutung hat. Und das war auch meine erste Entscheidung, als mir gesagt wurde, dass ich Krebs habe und eventuell keine Kinder mehr kriegen kann, dass ich, egal wie viel das kostet, das Geld bezahlen werde, damit ich irgendwann auf jeden Fall Kinder haben kann. Es war so, dass ich den Termin hatte, damit mir der Arzt sagt, was nun los ist. Und meine Mama sagte dann, du fährst da morgen nicht alleine hin, ich komme mit. Und dann habe ich selbst schon angefangen, Angst zu bekommen. Oh Gott, wenn Mama mitfährt, dann scheint ja irgendwas nicht gut zu sein. Und dann sind wir zu zweit dorthin gefahren. Und dann hieß es, ja, also, Sie haben Morbus Hodgkin, das ist Lymphdrüsenkrebs. Auf jeden Fall ist es bösartig und es muss eine Therapie gemacht werden. Tatsächlich war mein erster Gedanke, ob ich wirklich in Urlaub fliegen kann. Das war wirklich so, oh Gott, ist dein Leben jetzt komplett vorbei oder darfst du noch einmal dein Leben genießen? Wir sind dann raus aus der Praxis und sind beide wie ferngesteuert gelaufen. Und meine Mama und ich, wir haben eigentlich nichts miteinander gesprochen. Das ist alles wie so ein Film an einem vorbeigegangen. Ich wusste, dass ich es schaffe, ich wusste, dass ich das überleben werde. Das war für mich komplett klar, aber ich habe gedacht, danach ändert sich einfach auch mein komplettes Leben und wird nie mehr, wie es halt vorher war. Das Schlimmste für mich war, meine Eltern leiden und vor allem auch weinen zu sehen. Ich weiß noch, als wir nach Hause kamen, meine Mama und ich, da kam ich raus auf den Balkon, mein Vater hat eine geraucht und hat sich gerade die Tränen weggewischt. Und ich habe meinen Vater zuvor noch nie weinen gesehen. Auch bei meiner Mama, wenn sie neben mir lag und mich im Arm gehalten hat, ich habe gespürt, wenn eine Träne auf mich getropft ist. Und ich wusste halt, ich kann halt nichts machen. Das Körperliche lief eigentlich eher so nebenbei. Übelkeit, dann natürlich Schwindel, diese Blässe, die man eben hat in der Chemotherapie. Das Schlimmste für mich waren jedoch meine Knochenschmerzen. Man bekommt immer eine Spritze, damit sich die Blutwerte nicht so doll verschlechtern. Und darauf habe ich sehr stark reagiert und hatte dann so eine Schmerzen in den Knochen, dass ich, als ich es noch nicht wusste, woher es kommt, dachte, dass ich jeden Moment gelähmt sei. Da habe ich auch im Bett nach Hilfe geschrien. Mal lag meine Mama bei mir mit im Bett. Mein Papa saß auch schon händchenhaltend neben mir am Bett. Also es war immer rund um die Uhr für mich eine Betreuung da, sodass ich nie Angst haben musste, dass ich den Schmerz alleine aushalten muss. Das kann man auch nicht erwarten, aber meine Mama und mein Papa haben mehr oder weniger ihr anderes Leben aufgegeben, nur um für mich da zu sein, obwohl sie meiner Meinung nach es schlimmer getroffen hat als mich, weil ich glaube, die Angst ums eigene Kind ist schlimmer als die ich selbst um mich hatte. Meine Mama hat auch damals zu mir gesagt, warum kann nicht ich krank sein, sondern du. Wenn du in derselben Situation bist, dann such dir am besten einen Psychologen, mit dem du Gespräche führen kannst, der hilft dir weiter. Und versuch dir ein Hobby zu suchen, dass du dir sagst, jeden zweiten Tag stehe ich auf und mach das, auch wenn es nur 15 Minuten sind, auf jeden Fall aufstehen und aus dem Bett rausgehen. Das Hauptsymptom war natürlich der Haarausfall, das war an Tag 13. Ich habe meine Haare gekämmt, die ganze Bürste war natürlich voll und für mich war klar, du rasierst morgen deine Haare ab.
Ansonsten hältst du das nicht aus. Ich hatte davor immer so lange, ganz blonde Haare, habe immer ganz viel Geld nur in meine Haare investiert. Aber ich musste die sofort loswerden. Ja, dann haben wir mir noch mal ein letztes Mal eine Flechtfrisur gemacht. Und dann kam die erste Bahn, die sie abrasiert hat. Und natürlich, da habe ich dann nur noch geweint. Und irgendwann waren alle Haare ab. Mein Papa kommt, guckt in den Spiegel. Ja, ich gehe dann jetzt mal eine rauchen. Das schaut doch gut aus. Und geht raus und raucht eine. Und in dem Moment war mir irgendwie klar, ja okay, schaut halt gut aus, ne? Lässt die jetzt so. Und ab da habe ich mich irgendwie mit meiner Glatze angefreundet. Dann habe ich aber irgendwann totale Probleme bekommen, mich mit Jeanshose, Pullover und Glatze zu sehen. Dann hatte ich natürlich Angst, mein Partner verlässt mich vielleicht, weil er findet, das schaut zu männlich aus. Und habe dann angefangen, mir beizubringen, wie man sich eben schminkt über verschiedene YouTube-Tutorials. Und ja, so ist dann meine Liebe auch zu dem Make-up eben entstanden und habe mich dann, als ich hier hochgezogen bin, dazu entschieden, eben noch eine Weiterbildung zu machen. Ich habe auch ganz lange gebraucht, mich im Spiegel anzugucken und zu sagen, so findest du dich schön. Aber mittlerweile habe ich auch kein Problem, mich ungeschminkt im Spiegel anzugucken und mir zu sagen, du bist schön und toll, so wie du bist und du musst dich nicht verändern. Wenn ihr mehr spannende Einsichten bekommen wollt, dann abonniert den Kanal. Am 13. Januar habe ich gesagt bekommen, dass ich gesund bin. Und da war ich gerade bei einer Freundin zum Frühstücken und mit Mal ist die Nummer aufgeleuchtet, man konnte sie auch irgendwann mal auswendig. Wir waren beide total aufgeregt und dann bin ich rangegangen und dann meinte mein Arzt zu mir, Frau Brückner, Sie sind krebsfrei. Als ich aufgelegt habe, habe ich meine Freundin angeguckt. Ich habe gesagt, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich sage, es ist alles vorbei, ich habe es überstanden und als ich nach Hause bin, wurde ich sofort in den Arm genommen. Ja, also ich glaube, ich habe noch nie zuvor so viel Glück empfunden wie zu diesem Moment. Die Krankheit hat ziemlich viel verändert. Mein Partner kam dann auch alle 2 Wochen nach Würzburg und hat dann auch immer zu meinen Eltern gesagt, macht einen Ausflug, macht euch eine schöne Zeit, ich kümmere mich. Und ja, irgendwie sind wir dadurch einfach zusammengewachsen, haben uns beide weiterentwickelt auch, beide auch sehr stark verändert. Also es war auch eine ganz andere Beziehung als vorher, viel inniger, ehrlicher. Und dann haben wir ja beide, er einmal für mich sein Leben hier aufgegeben und ich dann mein Leben in Würzburg für ihn und bin hierher gekommen, nach Greifswald. Wir haben uns schon immer in unserer Beziehung Kinder gewünscht und dann war ich tatsächlich beim ersten Mal gleich schwanger, womit keiner gerechnet hat. Und aus diesem Grund ist das für mich ein Wunder. Im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, war für mich die Krankheit das Beste, was mir passieren konnte. Vor meiner Erkrankung war ich eher jemand, der sein wollte wie alle anderen. Und durch die Erkrankung habe ich irgendwie gelernt, ich muss kein anderer Mensch sein. Ich muss mich nur mal trauen, ich selbst zu sein. Ich bin dankbar dafür, dass ich noch leben darf, dass ich das alles überstanden habe und zeigen kann, ja, hier bin ich und mir geht's gut.